Ein Maler schrieb mal auf ein wunderschönes Blatt Papier, bei dem ein Mensch über einen Stier rüberspringt: Es irrt, wer denkt, Träumer wären nicht gefährlich. Ein Träumer erregt Widerstand gegen die Realität. Deswegen träume. Im Grunde ist das ja auch schon längst alles geschehen und die Vergangenheit ist ja auch vergangen und deswegen kannst du auch nichts mehr dran ändern. Aber ist das wirklich alles? Denn dieses Konzept geht ja von der zeitlichen Linearität aus. Das heißt, unaufhaltsam läuft das, was war, in das, was kommt und in die Zukunft. Aber funktioniert die Zeit wirklich nur so? Was ist, wenn Zeit einfach nur eine Art Erfahrung ist? Eine Erfahrung, die eigentlich nur von dir ausgeht, weil du etwas mit deinem Sein und deiner Bewusstheit erfährst und es beobachtest und das dann irgendwie in dir aufnimmst und dokumentierst und sogar akzeptierst. Wenn du der Beobachter bist, und womit beobachtest du denn? Und wer beobachtet dich? Es ist auch deine Zeitwahrnehmung. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in letzter Zeit manches schneller geht, manches langsamer geht. Und manchmal denkt man, hup, wieso ist denn jetzt so spät? Und manchmal weiß ich nicht mehr genau, welcher Wochentag ist. Zeit ist an sich einfach nur deine Wahrnehmung. Vollkommen individuell, vollkommen einzigartig. Ja, es gibt temporäre Linien. Aber sie beginnen und enden dort, wo du bist, wo du beobachtest, wo deine Erfahrungslinie ist. Und zwar immer nur aus der Sicht dieses Beobachters. In dem Sinne gibt es gar keine Zeit. Es gibt sie hier auf Erden. Wir tun immer so, als wäre alles schon feststehend und fixiert und echauffieren uns dann über gewisse Dinge. Wie kann der das machen? Wie kann denn das sein? Ja, das kann nur sein innerhalb dieser Zeit, wenn du der Zeit so viel Raum gibst. Wir wissen, dass zum Beispiel große Erfindungen immer stattfanden zeitlich an völlig verschiedenen Orten. Die hatten gar keine Verbindung zueinander. Es können zwei ähnliche Bilder entstehen vom Ozean, obwohl sie völlig verschieden sind. Träume die Dinge ins Dasein, solange bis sie Wirklichkeit sind. Also wie würde diese beste Version von dir aussehen? Stell dir doch mal vor, dass du jetzt bereits weißt, wer du sein möchtest. Dass du jetzt genau weißt, wer du wirklich bist. Und dass du auch weißt, dass nur du derjenige bist, der dich vielleicht daran hindert, nicht diese Version von dir zu sein. Denkst du immer noch, wenn ich anders wäre, würde ich nicht anerkannt werden? Würde mich der oder derjenige nicht lieben können? Du weißt es doch, dass sie dich lieben. Du hast doch deinen Seelenpartner. Oder zumindest schon mal getroffen oder auch bei dir. Es ist alles da. Du bist selbst dein Seelenpartner, sogar für dich. Und du hast die Menschen an deiner Seite, die dich reflektieren und lieben für das, was du bist. Das ist also keine Fantasie. Es ist da. Also höre nicht auf den logischen, programmierten Geist. Ein Geist, der letztendlich, egal was kommt, darauf ausgelegt ist, in eine wie auch immer erschaffene, nicht von dir, von der Kabale erschaffene Matrix hineinzupassen. Eine Matrix, in der es um gesellschaftliche Akzeptanz geht. Eine Matrix, in der du selbst nur eine Version von dir akzeptierst, weil du es gelernt hast, es müsste doch logisch und programmierbar sein. Und weil du vergessen hast, dass du dich selbst gar nicht so darauf konzentriert hast, immer mit dir selbst übereinzustimmen. Und du hast eine andere Version von dir in deiner Realität zum Ausdruck gebracht. Und jetzt wird dir alles bewusst. Und jetzt bricht die Welt um dich ringsherum zusammen. Und du weißt allmählich, was du willst. Das ist ein machtvoller Weg, ein schneller Weg. Also, verändere deine Vergangenheit, bis du bereit bist für diese Version von dir selbst. Und wenn du diese Version von dir selbst im Gestern gar nicht so gemocht hast, oder wenn du denkst, da ist noch was für dich drin, dann stell dir deine Vergangenheit so vor,
wie es für dich akzeptabel ist. Du kannst selbst deine Vergangenheit neu erträumen. Nichts ist wirklich jemals festgefügt. Lass dir nichts einreden, dass du etwas getan hast in der Vergangenheit, was irgendeine Art von Strafe in dem jetzigen Leben rechtfertigen würde. Nichts davon ist wahr. Stell dich deiner Vergangenheit in Liebe. Und wenn es eine Erfahrung in dir gibt, die du immer noch bewertest, in der du bewertet wirst, und vielleicht nicht einmal positiv, dann stell dir vor, ja, es wäre geschehen, aber verändere sie in deinem Traum. Verändere diese Erfahrung in dir selbst. Wie würdest du dir wünschen, über diese Erfahrung nachzudenken? Wie wünschst du dir deine Zukunft? Was würde für dich wirklich schön sein? Wie sieht es ideal aus? Stell dir etwas ganz Authentisches vor, etwas Umfassendes. Etwas, was du eigentlich schon immer wolltest. Kann bei dir sein, in dir sein. Du kannst es selbst sein. Du musst nicht gleich in das letzte Leben gehen. Du kannst 2, 3 Jahre vorausgehen, in dich hineinspüren, wie du gelebt hast und wie du dich darüber hinaus entwickelt hast. Such dir ein Ereignis, was dich wirklich weitergeführt hat. Und geh davor, geh kurz vor das Ereignis, was passiert ist. Und fühle nochmal in dich hinein, spüre in dich hinein. Was hat dich getragen? Hat dich etwas befreit? Wie hast du dich mit dir selbst gefühlt? Warst du im Einklang mit dem, was du gespürt, gefühlt, wahrgenommen hast? Und wenn dich dann mal jemand etwas fragt über deine Vergangenheit, dann frage doch einfach zurück. Welche Version meiner Vergangenheit möchtest du hören? Die Leute sind dann verwirrt, das kann sein. Aber du kannst aus verschiedenen Vergangenheiten kommen, denn du kannst ja es sogar ändern. Du musst doch nicht so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Alles, was du dir vorstellen kannst, auch über deine eigene Vergangenheit, wird in das jetzige Sein hineinfließen, dein jetziges Du und Ich, in das, was du heute bist, das, was du jetzt bist. Dein Ich-Bewusstsein ist wahrhaftig. Es ist die Wahrheit darüber, wer du als Mensch bist, wie du als Wesen wahrgenommen wirst, wie du funktionierst. Ja, du bestehst aus ganz verschiedenen Versionen, je nachdem, von welcher Warte aus man auf dich schaut oder du selbst auf dich schaust. Also erweitere dein Sein. Ist doch alles bereits da. Du bist ein höherdimensionales Wesen. Aus jeder Dimension wird das anders sein. Betrachte etwas aus der Ebene der Engel und du wirst sehen, dass du gut gehandelt hast. Betrachte etwas aus einer luziferischen Dimension und du fragst dich, warum du diese materielle Erfahrung gemacht hast. Es ist eine Art, Ultrabewusstsein. Es ist etwas, dass du in dir all deine eigenen Zeitigkeiten, deine eigenen Zeitlinien verbindest, harmonisch, und du dir einfach ihrer bewusst bist. Dann kann man sich natürlich fragen, was mache ich denn jetzt mit Zeiten, in denen ich mich nicht gut gefühlt habe, wo ich mich selbst abgelehnt habe? Was mache ich denn nur mit Erinnerungen, die nur dazu dienten, dass diese gesellschaftlich akzeptierte Matrix in der Realität auch wirklich stattfindet? Du wirst vielleicht zurückgehen bis in deine Kindheit, in das Jetzt. Und betrachte es nur, du musst nichts bekämpfen, du musst nichts leugnen. Es ist bereits geschehen. Du musst doch diese gesellschaftlich akzeptierten Matrix-Erinnerungen nicht bekämpfen. Nimm sie einfach auf als einen Teil von dir. Es ist gültig, nimm sie liebevoll auf. Es ist gut, dass sie da waren. Integriere sie in dein Leben und akzeptiere sie. Und es gibt Menschen, die kennen nur diese Zeitlinien von dir, dieses Bild. Und jetzt gibst du dir selbst die Erlaubnis, deine Multidimensionalität, dein wunderschönes, großartiges, unendliches Sein auf ganz neue Art und Weise zu erfahren. Ja, du hast Zweifel, klar. Und du weißt auch gar nicht, ob das irgendwie funktioniert. Und ich weiß nicht, bin ich überhaupt schon würdig, das zu tun? Aber selbst wenn alles Unsinn sein mag,
Warum solltest du dich selbst geißeln? Warum solltest du dich selbst entwerten? Warum solltest du dich selbst begrenzt und klein halten, nur um gesellschaftlich akzeptiert zu werden? Ob nun von einem Arzt, der nicht erkennt, dass du gerade krank bist, oder von einem Partner, der gerade nicht richtig erkennt, wer du bist, oder von irgendjemandem, der mit dir irgendwie zusammen ist. Ja, auch im Arbeitsprozess kann man sozusagen partnerschaftliches Verhalten haben, wenn wir die richtigen Partner um uns ringsherum haben. Wenn du aus der Norm ausbrichst, wirst du ein bisschen verrückt. Wie sagte Vera Birkenbill, verrückt werden ist gut. Das heißt nur den Blickwinkel zu verrücken. Also stell dich deinen Ängsten. Denn wie viel Sinn macht es denn schon, sich in dieser kranken Gesellschaft gut zu benehmen? Wer sind denn die eigentlichen Verrückten? Du hast Fähigkeiten, du hast mentale Stärke und du hast die Kraft, die Integrität deines Geistes, dich selbst zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass du die Vergangenheit bereits in dem Augenblick, wo du es jetzt gehört hast und es für möglich gehalten hast, verändert hast. Es gibt gar keine aufgezwungenen geistigen Krücken, die dich, deinen Geist daran hindern könnten, nicht eine neue Vergangenheit zu erschaffen, die genauso gültig ist wie die bisherige akzeptierte Version von dir. Überwinde das Konzept einer rein zeitlichen Linearität. Du kannst dir doch eine Vision erschaffen, oder? Also kannst du dir deine Zukunft vorstellen, diese Richtung gehen. Aber es ist doch nur ein weiterer Weg. Genauso kannst du auch dir deine Vergangenheit vorstellen und beschließen, dass du aus einem Raum kommst, in dem alles Gute für dich, was dich bis hierher geführt hat, bereits gut geschehen ist. Das mag dir neu vorkommen, weil wir immer nur gewöhnt sind, über die Zukunft zu sprechen und die Visualisierung zu lernen und sonst was alles. Aber dass wir damit die Vergangenheit ändern können. Und dann kommt dieser leise Satz, oh weia, wenn ich die Vergangenheit verändere, bin ich dann noch der Mensch, der ich bin? Ja, natürlich, wer sollst du sonst sein? Eine multiple Persönlichkeit? Und ist das schlecht? Du hast doch sowieso mehrere Seelen in dir. Es ist also eine Option. Es ist eine optionale Version deiner Existenz, deine Vergangenheit. Du spürst jetzt schon den Unterschied, nicht wahr? Du spürst, wie du allmählich in deine Macht hineinkommst, in deine Liebe, in deine Vollständigkeit. Und es wird Ereignisse geben, die dich überraschen, weil sie schön sind. Auch die Ergebnisse, die du erhältst, werden angenehm sein. Plötzlich passieren Dinge, von denen du weißt, oh, das habe ich mir immer gewünscht. Diese gesellschaftlich akzeptierte Matrix-Vergangenheit, ja, auch sie ist gültig. Und es kann schon sein, dass es da einige kleinere Probleme gibt, die ab und zu wieder auftauchen. Aber sie spielen gar keine Rolle mehr. Löse dich von einschränkenden Gedanken. Ja, du erlebst einfach Dinge so, als ob du sie bereits erlebt hättest. Und so veränderst du deine Gedanken und deine Vergangenheit. Also, stell dir vor, was du sein möchtest, wer du sein möchtest, welche Erlebnisse du haben möchtest, welche Schönheit du erfahren möchtest. Und dann versetze es in deine Vergangenheit. In die Vergangenheit vor einer Stunde, vor einem Jahr, vor einem Jahrzehnt oder in deine Kindheit oder in einem anderen Leben, so wie du es möchtest und jetzt kannst. Springe doch einfach mal von einer Version von dir in eine andere Version von dir. Das macht Freude. Und es ist eine Technik, die dich jede Form von Angst und Unmut in Begeisterung und Mut verwandeln lässt. Und so entstehen dauerhafte Entwicklungen, Veränderungen.
Du bist der Mensch, auf den du immer gewartet hast. Verändere jetzt deine Zukunft, indem du deine Vergangenheit änderst. Trau dich.